Hallo und herzlich willkommen bei uns Angsthasen auf Weltreise, heute aus Mondulkiri in Kambodscha. Ja, wir nehmen euch mit zu frei lebenden Elefanten und außerdem auf eine 18 Kilometer lange Wanderung mitten durch den kambodschanischen Dschungel. Ja, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, eine möglichst ethische Organisation herauszusuchen, die einen Zufluchtsort darstellt für die ehemaligen Arbeitselefanten und haben dabei herausgefunden, dass diese NGO auch noch die Natur schützt, denn der Regenwald vor Ort darf auf gar keinen Fall abgeholzt werden. Und zudem hilft diese NGO auch den etwas ärmeren Bunom-Peoplen vor Ort. Ja, aber als allererstes mussten wir natürlich von Siem Reap nach Mondulkiri kommen und die Strecke beträgt ungefähr 375 Kilometer. In Deutschland würde man jetzt denken, okay, ist eine kleine Strecke, aber das kriegt man schon hin. Aber in Kambodscha sind die Straßen ganz anders und die Fahrt hat uns ungefähr 15 Stunden gedauert. Denn wir hatten einen ganz normalen öffentlichen Bus, der auch als Postbus benutzt wurde. Und wie ihr von Siem Reap nach Mondulkiri in fast der Hälfte der Zeit kommen könnt, das verraten wir euch später in den Tipps. Ja, nach der super langen Busfahrt sind wir dann nachts irgendwann in unserer Unterkunft angekommen und am nächsten Morgen wurden wir dann auch schon von dem Mondulkiri-Projekt abgeholt und auf den Pickup aufgeladen. Ja, das war eine super coole Fahrt, weil wir ja in den Dschungel rein sind und dann dort schließlich in dem Lager angekommen sind, wo wir dann auf unseren Mahut getroffen sind, der Elefantenexperte vor Ort, und der hat uns dann über die sehr traurigen Schicksale der dort lebenden Elefanten berichtet. Unser Lieblingselefant, das ist die Happy. Sie ist 38 Jahre alt, schüchtern und ganz klein und sie war früher ein Arbeitselefant, der in der Holzindustrie eingesetzt wurde, das heißt, sie musste Holzstämme schleppen. Princess zum Beispiel, die ist 65 Jahre schon, die hat Touristen auf dem Rücken getragen und ist zusammengebrochen und in einen Ast gefallen. Dadurch ist sie auf dem einen Auge blind. Ja, nachdem wir dann mehr von den Elefanten erfahren hatten, gab es dann für jeden von uns eine Bananenstraude und mit der sind wir dann in den Dschungel tiefer hineingewandert und dann kamen uns auch schon die ersten Elefanten entgegen, die die Bananen gewittert hatten. Wie das Ganze vor Ort aussah und was wir dabei erlebt hatten, das zeigen wir euch jetzt im Zusammenschnitt. Einfach so eine krasse Erfahrung, weil hat sowas ja noch nie gesehen, oder? Und ist einfach Hammer. Zurück im Camp gab es dann eine kleine Verschnaufpause, die Zeit, Kraft zu tanken und vor allem gab es ein leckeres Mittagessen, das gekocht wurde von einer wundervollen Familie vor Ort, insbesondere von der Frau. Und da haben wir dann gemeinsam in der Gruppe gesessen und gegessen und im Anschluss gab es auch noch einen leckeren Kaffee. Danach ging es auch wieder weiter in den Dschungel. Dort sind wir tatsächlich auf eine grüne Schlange gestoßen. Alle wollten diese Schlange ansehen und der Mahut wollte uns so schnell wie möglich von dieser Schlange wegbringen, weil ihm das, glaube ich, auch nicht so geheuer war, dass wir der so nahe gekommen sind, weil sie saß sozusagen über uns in der Baumkrone. Ja, dann ging es also zum Elefantenwaschen in den Fluss und wie das Waschen funktioniert und wie das Ganze aussah, das zeigen wir euch jetzt.
Mit uns im Wasser waren Princess und Combine, weil die super gerne mit Menschen ins Wasser gehen und nass gespritzt werden. Sophie und Happy, die waren nicht dabei, weil sie es einfach nicht mögen. Und das fanden wir besonders schön, dass die Leute des Projekts das auch anerkennen. Dann hatten wir noch eine zweite Schlangenbegegnung. Als ich mitten im Wasser bei den Elefanten stand, ist die Schlange vom Baum hinuntergefallen, auch eine grüne, und an uns vorbeigesaust. Es haben sich alle tierisch erschreckt, sogar die Mahuts. Also Schlangen sind wohl auch den Einheimischen nicht so ganz geheuer. Ja, mit der Rückkehr ins Camp haben wir dann die Abendvorbereitung begonnen. Zum einen haben wir unseren Schlafplatz fertig gemacht, denn wir haben die Nacht in Hängematten verbracht, einzig und allein geschützt vor dem Regen durch ein Holzdach, aber dafür mit einem wunderbaren Ausblick auf den Dschungel. Ja, zum Abendessen haben wir dann gemeinsam eine Bambussuppe gekocht. Und zwar hat unser Wanderführer ein Bambusrohr mitgebracht. In diesem Bambusrohr befand sich Wasser und Gewürze. Die wurden über dem Feuer heiß gemacht und anschließend kamen jede Menge Zutaten hinzu. Ja, die Zutaten waren unter anderem Knoblauch, Limonengras, Bohnen, Wasser, Bambus, Auberginen, Koriander und ein bisschen Zucker. Bei dem ganzen Akt gab es sogar noch das ein oder andere Reisweinglas, sodass wir noch anstoßen konnten. Und als die Suppe dann fertig war, wurde das Ganze serviert und wir haben es als richtig, richtig lecker empfunden. Ja, außerdem haben wir eine wundervolle Gastfreundschaft vor Ort erfahren. Die dort lebende Familie hat uns sehr schön umsorgt. Es gab noch weitere Gerichte ergänzend zu der Bambussuppe. Danach ja, war der Abend immer noch nicht vorbei, denn es wurde richtig cool. Wir haben gemeinsam Gesellschaftsspiele gespielt, haben zusammen ein bisschen was getrunken. Es gab noch mal Reiswein für alle und ja, sind dann gut gelaunt und nach einem langen Tag in die Hängematten und zum Schlafen. Wie hast du geschlafen in der Hängematte? Richtig gut eigentlich. Ich habe ein bisschen wie in einer Banane gehangen und habe im Nachhinein erfahren, man könnte sich auch diagonal legen. Ja, am nächsten Morgen gab es dann noch ein wundervolles Frühstück und zwar wurde uns ein Pfannkuchen serviert mit Bananenscheiben obendrauf und auch den fanden wir wieder sehr, sehr lecker. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt und haben uns auch auf die Wanderung gemacht. Was machen wir heute? Wir gehen wandern, 18 Kilometer. Und wie fühlst du dich? Gut. Wie war die Nacht in der Hängematte? Aufregend. Aufregend? Hast du gut geschlafen? Ja. Kannst du auch mehr als ein Wort sagen? Nein. Und jetzt nehmen wir euch mit auf unsere 18 Kilometer Wanderung durch den Dschungel. Die Wanderung endete in dem Dorf unseres Wanderführers, wo wir einen kleinen Einblick in das Dorfleben bekommen konnten. Und von dort aus wurden wir dann mit dem Pickup wieder zurück zu unserer eigentlichen Unterkunft gebracht. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen.
und haben jetzt aber noch 2 Tipps für euch. Tipp Nummer 1. Macht es nicht so wie wir, nehmt nicht irgendeinen öffentlichen Bus und seid 15 Stunden unterwegs, sondern nehmt einen VIP-Minibus, mit dem braucht ihr vielleicht sogar nur 8 oder 9 Stunden und seid dann auf jeden Fall mehr ausgeruht vor Ort. Tipp Nummer 2. Wenn ihr auch mal diesen wunderschönen Kreaturen, nämlich den Elefanten, näher kommen wollt, dann doch bitte ein nachhaltiges Elefantenprojekt. Davon gibt es inzwischen einige in Kambodscha. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Nächste Woche geht es dann weiter in Kambodscha. Wohin genau es uns verschlägt, das seht ihr dann, wenn ihr nächste Woche einschaltet. Ich gebe schon mal einen Tipp. Es wird paradiesisch schön. Bis dahin, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ciao! Tschüss!